Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir halten diesen Gottesdienst in einer ganz speziellen Situation mitten in der Epidemie Coronavirus. In diesem Gottesdienst denken wir auch an unsere lieben Verstorbenen. Wir halten Jahrzeit für Carlo Krameri und wir halten den 30. für Jakob Sorg. Für sie beten wir bei Gott. Herr, gib ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lass sie ruhen in Frieden. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus Christus, das Licht der Welt, sei mit uns. Liebe Schwestern, liebe Brüder in Christus, wir grübeln seit Tagen und Wochen über die aktuelle Pandemie Coronavirus. Die Lage ist ernst. Diese Pandemie betrifft die ganze Welt und sie greift einen Mensch als ein Ganzes, körperlich, psychisch und seelisch. Wir sind gezwungen zum Handeln, auch wenn es ganz radikal scheint. Wir ringen nach medizinischen Mitteln gegen den Coronavirus. Wir bemühen uns um die darauf wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Katastrophe zu bewältigen. Gleichzeitig rüttelt diese Katastrophe uns auf zum Nachdenken. Wir merken, das Leben ist nicht selbstverständlich. Es ist ein Geschenk Gottes. Und dieser Gott will unser Leben. Er will, dass wir leben. Und diese Gewissheit tröstet uns in dieser Krisenzeit. Diese Gewissheit, dass Gott unsere eigene Geschichte und die Geschichte der Menschheit zum Guten führt, weckt in uns Hoffnung, dass Gott für uns das Beste tun will. Trotz oder gerade in dieser bedrückenden Pandemie Coronavirus. Darum wenden wir uns zu ihm und bitten ihn um Vergebung. Herr Jesus Christus, du kennst unsere Dunkelheit, du kennst unsere Ängste, du kennst aber auch unsere Sehnsucht nach Heil und Licht. Herr, erbarme dich. Du bist gekommen, um das Licht der göttlichen Liebe in unsere Welt zu bringen. Christus, erbarme dich. Herr Jesus, heile unsere Blindheit, heile unsere Dunkelheit und heile unsere Halbherzigkeit. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Guter Gott, du hast uns in deinem Sohn Jesus Christus ein Lichtzeichen der Hoffnung gegeben, das uns Mut zum Leben macht, erst recht in dieser beängstigenden Pandemie Coronavirus. Lieber Gott, läutere unser Glauben, dass du uns in deine Hände nimmst. Öffne unser Herz und unsere Sinne für dein Wort, das uns in die Tiefe deiner Liebe führt. Darum bitten wir dich durch deinen Sohn Jesus Christus, der mit dir und mit dem Heiligen Geist lebt und liebt in alle Ewigkeit. Amen.
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Schwestern und Brüder, einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Lebt als Kinder des Lichts, denn das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Prüft, was dem Herrn gefällt, und habt nichts gemein mit den Werken der Finsternis, die keine Frucht bringen, deckt sie vielmehr auf. Denn von dem, was sie heimlich tun, auch nur zu reden, ist schändlich. Alles, was aufgedeckt ist, wird vom Licht erleuchtet. Denn alles Erleuchtete ist Licht. Deshalb heißt es, wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, und Christus wird dein Licht sein. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, hat das Licht des Lebens. Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sah Jesus unterwegs einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Jesus spuckte auf die Erde, dann machte er mit dem Speichel einen Teig, strich ihn dem Blinden auf die Augen und sagte zu ihm, geh und wasch dich in dem Teich Siloach. Das heißt übersetzt, der Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich. Und als er zurückkam, konnte er sehen. Die Nachbarn und jene, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten, ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sagten, er ist es. Andere sagten, nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber sagte, ich bin es. Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht und ihm die Augen geöffnet hatte. Die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Er antwortete ihnen, er legte mir einen Teig auf die Augen und ich wusch mich und jetzt sehe ich. Einige der Pharisäer sagten, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sagten, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? So entstand eine Spaltung unter ihnen. Da fragten sie den Blinden noch einmal, was sagst du selbst über ihn? Er hat doch deine Augen geöffnet. Der Mann sagte, er ist ein Prophet. Sie entgegneten ihm, du bist ganz und gar in Sünden geboren und du willst uns belehren. Und sie stießen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten, und als er ihn traf, sagte er zu ihm, glaubst du an den Menschensohn? Da antwortete jener und sagte, wer ist das Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus sagte zu ihm, du hast ihn bereits gesehen, er, der mit dir redet, ist es. Er aber sagte, ich glaube, Herr. Und er warf sich vor ihm nieder. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus.
Liebe Schwestern, liebe Brüder in Christus, Coronavirus hält die Welt im Atem. In dieser bedrohenden Epidemie spüren wir, wie uns dadurch den Boden, auf dem wir stehen, unter den Füßen weggezogen wird. Wir sind gezwungen, innezuhalten, weil scheinbar nichts mehr so ist, wie es mal war. Viele haben Panik und Angst. In dieser Krisensituation, da scheint es keinen Lichtblick mehr gäbe, da ist alles nur noch dunkel. Und der Ruf nach Erleuchtung, wie es im Leben weitergehen soll, ist unüberhörbar. Ähnlich klingt es in der heutigen Lesung. Es heißt, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr durch den Herrn Licht geworden. Welche Schattenseiten des Lebens spricht dieser Text wohl an? Eine ist klar, er erinnert die Christen in Ephesus an die Bedeutung ihrer Taufe. Lebt als Kinder des Lichtes, appelliert Paulus. Ist denn uns Christen heute durch die Taufe Erleuchtung garantiert? Wissen wir immer, wie es im Leben weitergeht, auch wenn ein Lebenskonzept nicht mehr trägt? Oder wenn das Leben durch solche bedrückende Epidemie sinnlos erscheint? Lebt als Kinder des Lichtes. Sicherlich bleiben wir als Getauften hinter der Radikalität dieser Imperativs weit zurück. Doch wir können erst recht in dieser Krise vor Gott innehalten und prüfen, ob wir als Kinder des Lichtes oder der Finsternis unterwegs gewesen sind. In einer täglichen Rückschau können wir immer neu nach dem Willen Gottes, nach Glauben, Hoffnung und Liebe fragen. Und es ist notwendig in dieser Krisenzeit. Durch diese Rückschau können wir immer wieder eine klare Orientierung für unser Leben gewinnen, als Kinder des Lichtes erkennbar zu werden. In diesem Licht werden wir Gott mitten in dieser Pandemie sehen und wie Paulus mit seinem Brief an die Gemeinde von Korinth werden wir voll Hoffnung bekennen. Er tröstet uns in aller Not, damit auch wir die Kraft haben, alle zu trösten, die in Not sind, durch den Trost, mit dem auch wir von Gott getröstet werden. Amen. Der Glaube zeigt uns, dass Gott die Geschichte der Menschheit in seinem Licht zum Guten führt. Das wollen wir sagen, wenn wir sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Liebe Mitglaubende, wir tragen nun vor Gott unsere Fürbitten, unser Flehen vor. Durch Jesus Christus sehen wir die Welt in einem anderen Licht. Wir wollen darum beten für die Welt, die im Moment in Dunkelheit und Finsternis der Epidemie lebt. Lieber Gott, wir beten für die Menschen, die wegen Coronavirus einen Kampf ums Überleben haben. Schenke ihnen Menschen, die ihnen die nötige Hilfe leisten können. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, wir beten für die Menschen, die im Gesundheitsbereich tätig sind. Schenke ihnen in dieser Epidemie-Krise die nötige Kraft und Geduld für ihre Aufgaben. Wir bitten dich, erhöre uns. Lieber Gott, wir beten für alle, die in dieser Notlage arbeiten müssen. Bewahre sie vor Krankheit und Schaden. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für unsere Gemeinde. Hilf uns in dieser Krise zur gegenseitigen Solidarität, die Schwachen und die Hilfsbedürftigen zu stärken. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, wir beten für alle Menschen auf der Welt. Lass uns aus dieser Krise lernen, dass es ohne dich kein Leben gibt. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für unsere Verstorbenen. Lieber Gott, lass sie bei dir im Himmel das ewige Leben erfahren. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, in deinem Sohn leuchtest du für uns auf, dass du es mit uns gut meinst. Dafür danken wir dir, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Zusammen mit der Hingabe Jesu Christi bringen wir vor Gott unser Flehen, unsere Bitten und Fürbitten. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit. Guter Gott, du lässt uns zum Mahl, das uns Leben schenkt. Schenke uns wache und offene Augen, damit wir in den sichtbaren Gaben von Brot und Wein deine unsichtbare Gegenwart entdecken. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und dein Erbarmen zu preisen. Denn jedes Jahr schenkst du deinen Gläubigen die Gnade, das Osterfest in der Freude des Heiligen Geistes zu erwarten. Du mahnst uns in dieser Zeit der Buße zum Gebet und zu Werken der Liebe. Du rufst uns zur Feier der Geheimnisse, die in uns die Gnade der Kindschaft erneuern. So führst du uns mit geläutertem Herzen zur österlichen Freude und zur Fülle des Lebens, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn rühmen wir deine Größe und freuen uns mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Heiligen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte dir Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis unseres Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Felix und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen Frauen und Männern, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Lieber Gott, schau uns alle, die jetzt unter großer Angst leben. Lieber Gott, führe unsere Geschichte in deiner Liebe. Schenke uns in dieser Krisenzeit Vertrauen und Hoffnung. Gott, bringst du auch diese Krise zu ihrem Ende.
Gedenke unserer Schwestern und Brüder, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Ganz besonders beten wir für unsere lieben Verstorbenen, deren Gedenktag wir heute halten. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater im Himmel, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau Gottes Mutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, gewiss, dass wir in dieser Pandemie nicht allein sind. Wenden wir uns zu Gott und beten miteinander das Gebet, das Jesus uns gegeben hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von der Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden und Versagen, sondern schau auf unseren guten Willen und schau auch auf unseren Glauben. Schenke uns, unseren Angehörigen und deiner Kirche nach deinem Willen, Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch allen. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht, Jesus Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Einst wart ihr Finsternis,
jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Lebt als Kinder des Lichtes. Lasset uns beten. Guter Gott, durch dein Wort und deinen Geist erleuchtest du die Herzen und den Verstand der Menschen. Lass uns aus dem Licht deiner Gegenwart Kraft schöpfen in dieser Krisenzeit und Schritte tun mit denen, die im Dunkel sind. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Wir bitten Gott um den Segen. Herr, unser Gott, schau in Liebe auf uns alle. Schau in Liebe auf unsere Familien und Freunde. Schau in Liebe auf alle, die Angst haben, die keine Hoffnung haben. Schau in Liebe auf die Ärzte und Pflegepersonal, die tagtäglich um die Kranken sich kümmern. Es segne uns alle, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Jesus Christus, steh uns bei in den dunklen Tagen unseres Lebens, geht in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.